Mein Name ist David Schupp. Ich studiere hier in Bochum aktuell im Master Sozialwissenschaften, und arbeite gleichzeitig noch als Projektmanager in der Diversity-Beratung in Essen, bei der Vielfaltsprojekte GmbH. Aktuell lebe ich hier in Bochum, studiere in Bochum, bin aber noch relativ neu zugezogen. Also das heißt, in Stuttgart geboren und aufgewachsen und dann nach Passau für den Bachelor gegangen. Und warum ich dann hier nach Bochum gekommen ist, war vor allem dann fürs Studium, unter anderem auch ein bisschen für die Arbeit, aber vor allem fürs Studium der Sozialwissenschaften. Und bin sehr froh, hier zu sein und bin sehr froh, den Weg hier hingegangen zu haben, weil ich davor noch nicht so viel wusste über Bochum und ehrlich gesagt keine Ahnung hatte, um ehrlich zu sein, was weder Rheinland oder Ruhrgebiet ist oder welcher Unterschied da ist. Aber dann war ich froh, weil ich wirklich ins kalte Wasser abgesprungen bin und mehr als positiv überrascht wurde. Nicht nur vom Ruhrgebiet, sondern auch von Bochum. Studiere ich erstmal Sozialwissenschaften, vor allem mit Blick auf unter anderem Gender Studies, Anthropologie und so Sozialpsychologie die Richtung. Da will ich aber nicht nur sozusagen die Themen einfach nur, die ich da, sage ich mal, wissenschaftlich behandle, nicht nur in diesem akademischen Space, sage ich mal, lassen, sondern versuche die auch immer miteinander in Verbindung zu setzen. Also ob das, sage ich mal, zum Spaß ist, wenn ich ins Theater gehe oder eben auch mit der Arbeit, um das dann, sage ich mal, auch anderen Menschen zu erklären. Das heißt, gleichzeitig gibt es aber auch gewisse Kritikpunkte an nicht nur der Universität, würde ich sagen, sondern auch vielleicht an dem ganzen System allgemein. Das heißt, da engagiere ich mich auch mit einer Gruppe, wo Dilan zum Beispiel auch mit dabei ist bei BIPOC Denken, wo wir sage ich mal, das Curriculum in gewisser Weise erweitern wollen und eben Rassismus betroffene Menschen als auch die Themen, die sie in die Universität mit reintragen, die wir eben vermissen und die uns gefehlt haben, da eine Vorlesungsreihe gemacht haben. Also das heißt, im letzten Wintersemester hatten wir eine Vorlesungsreihe, wo wir teilweise Leute aus der Uni, aber auch extern eingeladen hatten, die eben zu nicht nur Rassismus, Diversität, aber auch zum Beispiel dekolonialen Perspektiven, die einfach mit reingenommen werden. Beispielsweise im Schauspielhaus in Dortmund gibt es das Dortmund Goes Black Festival, wo auch schwarze afrodiasporische Perspektiven einfach zentriert sind oder auch gewisse Themen einfach da in der Auseinandersetzung sind über Tanz, Gesang, Ausstellungen etc. Und ich versuche sozusagen die Sachen, die mich sowieso auch wissenschaftlich interessieren, zum Beispiel Rassismuskritik, auch in gewisser Weise in einer anderen Darstellungsform, wie zum Beispiel im Theater, mich da, sag ich mal, weiterzubilden, beziehungsweise auch gleichzeitig einfach das auch in einem anderen Format verpackt, mich damit auseinandersetzen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch mit meiner Position verbunden, weil ich selber schwarz bin und natürlich auch es was anderes ist, wenn man Menschen auf der Bühne stehen hat, die so aussehen wie man selbst oder auch einfach Themen ansprechen und behandeln, die vielleicht auch ein bisschen näher an einem selbst dran sind im Vergleich zu den Sachen, die man vielleicht ansonsten so von der Theaterwelt zum Beispiel hört. Gleichzeitig bin ich bei einer Organisation, beim Verein in Berlin engagiert. Humanity in Action heißt der Verein, wo ich selbst ein Fellowship-Programm gemacht hatte, also im Prinzip so ein Weiterbildungsprogramm, kann man sagen, über 3,5 Wochen. Vor 3 Jahren jetzt war das, wo es ganz grob um Social Justice ging. In dem Fall spezifisch ging es noch um koloniale Kontinuitäten, die Kontinuitäten, die es dazu im Nationalsozialismus gab. Und dann wurde sich sag ich mal, die Geschichte in Berlin angeschaut, allgemein Deutschland, aber auch Amsterdam und allgemein auch die Niederlande. Und da habe ich sehr viel mitnehmen dürfen und bin sozusagen immer in Kontakt dann mit der Organisation noch geblieben und habe mich dann da auch jetzt weiter eingebracht, nachdem ich im Vorstand jetzt auch mit in den Vorstand gewählt wurde. Da bin ich jetzt vor 2 Tagen erst hergekommen, um da zum Beispiel dann auch einen Workshop selbst zu geben, beziehungsweise das Programm der letzten 2 Tage noch einfach zu gestalten. Es gibt, glaube ich, eine Kritik oft von Rassismus betroffenen Menschen, dass sie nicht kostenlose Arbeit, würde ich sagen, machen, wenn sie weißen Menschen zum Beispiel Rassismus erklären. Und das Gute ist immer, wenn, sage ich mal, die Leute mich fragen, wie das, sage ich mal, bei mir so ist, dann bin ich immer sehr dankbar, weil ich mache sozusagen genau diese Arbeit, aber ich werde auch für diese Arbeit einfach bezahlt und habe gleichzeitig noch Spaß daran und darf mich selbst auch, sage ich mal, immer da auch fort und weiterbilden, um, sage ich mal, die Systeme von Diskriminierung und Ungleichheit zu verstehen und auch in ihrer Komplexität zu verstehen. Studien, die das belegen, dass es auch wirklich Rassismus ist, beziehungsweise dass es ein systemisches oder systematisches Problem ist und nicht nur ein paar einzelne Erfahrungen von Rassismus betroffenen Menschen. Und ich glaube, dass man könnte einfach davon ausgehen, dass vielleicht Menschen einander einfach glauben würden und sagen würden, oh ja, das wird wohl so gewesen sein. Ich glaube deiner Perspektive einfach. Aber genau dieser Glaube, der vor allem bei Rassismus Betroffenen, kann man auch auf andere Diskriminierungsformen übertragen.
dass sozusagen genau dieser Glaube an diese gelebte Realität gar nicht da ist, natürlich auch was mit dem System an sich zu tun hat. Was ich jetzt auch vor allem die letzten 2 Tage erlebt habe, glaube ich, war das ein perfektes Beispiel dafür, weil es Leute gab, es ging um ein Programm zu postmigrantischem Deutschland postmigrantisch sozusagen. Und viele Leute hatten sich auf einer wissenschaftlichen Ebene schon mit Rassismus und Diskriminierung auseinandergesetzt und hatten das in Anführungsstrichen verstanden, glaube ich, vielleicht aus einem theoretischen Level. Aber dann hatte sich in der Gruppendynamik gezeigt, dass von diesen Menschen, die sich schon theoretisch ganz viel damit auseinandergesetzt hat und auch ein gewisses Wissen hatten, einfach gemerkt haben, dass sie dann irgendwann Kritik von Rassismus betroffenen Menschen bekommen haben, die gesagt haben, so, das war rassistisch, diskriminierend etc. Und die das am Anfang gar nicht mit sich selbst in Verbindung setzen konnten und da dann irgendwie auch sehr verblüfft waren. Aber ich durfte dann, glaube ich, wirklich genau in dem Zeitpunkt auch da sein, wo sie es dann miteinander verbinden konnten, dass da eine Missbalance gab zwischen dem, wie sie sich verhalten haben und dem Wissen, was sie aber eigentlich hatten. Aber ich glaube, genau das, finde ich, macht meine Arbeit so besonders, dass ich die Menschen eben auf diesem Weg begleiten darf, wie sie dann selbst lernen, was sie vielleicht schon mal theoretisch wussten, aber vielleicht noch nicht in ihren Alltag mit reingenommen haben. Und ich glaube, dieser Aspekt von, sage ich mal, von Theorie in die Praxis zu gehen und vor allem Menschen dazu auch zu begleiten, eben wie man das vielleicht in seinen Alltag mit integrieren kann, ist, glaube ich, da bin ich auch dankbar, sozusagen bei dem Prozess der Menschen selbst dann dabei zu sein, im Sinne von, dass ich das Gefühl habe, auch zu verstehen oder dann zu sehen, wenn es bei Leuten, sage ich mal, Klick macht und dieser sitzt, okay, jetzt verstehe ich, was in gewisser Weise passiert ist. Und ich glaube vielleicht noch, um das in der Arbeit noch ein bisschen vielleicht expliziter zu machen, dass die Sachen, die wir zum Beispiel von Erfahrungen schon sowieso wissen, im Sinne von befreundete Personen von mir, eigene Erfahrungen von mir persönlich, sagen wir in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung, wie man zum Beispiel von der Polizei kontrolliert wird, wie man damit umgegangen wird, wann man von der Polizei kontrolliert wird oder vielleicht auch wann auch nicht. Sage ich mal, hat man das schon als rassismusbetroffene Person selbst erlebt. Und dann gehe ich aber, sage ich mal, in den universitären Kontext rein, kann mich dann auch mit den Studien auseinandersetzen, die das dann auch ganz klar belegen und sozusagen meine Erfahrungen, sage ich mal, auch validieren bzw. belegen, beziehungsweise ganz klar dann auch Namen dazu nennen können und es einfach auch benennen können, dass es zum Beispiel Racial Profiling ist oder dass es rassistische Polizeigewalt gibt, etc. Und ich habe das Gefühl, das ist dann der nächste Schritt für mich, ist dann die Sachen, die ich dann teilweise vielleicht selbst erfahren habe, aber dann auch miteinander mit wissenschaftlichen Studien in Verbindung setzen kann, dann sozusagen in Workshops oder Vorträgen wieder an andere Menschen weitergeben kann, die sich zu dem Thema fortbilden wollen. Dass ich dann zum Beispiel in diesen Workshops nicht nur verstehen kann oder nicht nur denen erzählen kann, was mir vielleicht persönlich passiert ist oder vielleicht, wenn andere rassismusbetroffene Menschen dort sind, die von ähnlichen Erfahrungen berichten, ich dann aber gleichzeitig, sage ich mal, die Studien dabei habe, die das auch belegen. Vor allem auch dann nochmal, dass ich hierher gekommen bin, was ich gemerkt habe, vor allem im Unterschied zum Süden, beziehungsweise auch vielleicht allgemein in Deutschland. Ich hatte erst die Tage ein Gespräch darüber, wie schwierig es vielleicht sein kann, nicht nur mit Deutschen in Kontakt zu kommen, sondern auch einfach in gewisser Weise Freundschaften zu knüpfen. Und es ging darum, auch wie schnell man in Interaktion mit Menschen zum Beispiel kommen kann. Und ich finde, in Süddeutschland würde ich das so beschreiben wie so, man grüßt sich vielleicht und sagt vielleicht auch Hallo oder so, aber dann ist es vorbei. Und ich hatte das Gefühl, als ich hierher gekommen bin, war ich positiv davon überrascht, wie irgendwie ist eine gewisse, nicht Smalltalk, aber so eine Gesprächskultur, so eine gewisse Offenheit, so eine gewisse Direktheit einfach gibt, dass man auf einmal mit irgendwelchen Leuten, ich weiß nicht, ob es in der Bahn ist oder vielleicht auch mit Leuten in der Bar ist, mit denen man jetzt aber eigentlich nicht gekommen ist, irgendwie viel schneller und viel besser ins Gespräch kommt und es da eine ganz andere Offenheit gibt. Ich glaube, im Rheinland teilweise auch in eine ähnliche Richtung, aber vielleicht ein bisschen auch anders. Aber trotzdem hatte ich das vor allem, also nicht nur in Bochum, ich glaube, Bochum ist ja auch nochmal ein bisschen spezieller, weil es vielleicht jetzt nicht so groß ist wie Essen oder Dortmund und es deswegen sich noch ein bisschen kleiner auch anfühlt und ein bisschen familiärer irgendwie auch. Aber ich glaube, das war eine der Sachen, die vor allem mich so, wo ich so war, okay, ey, das ist echt einfach cool hier zu leben, beziehungsweise es macht auch echt einfach Spaß, weil schon allein der Umgang mit den Menschen auf der Straße, habe ich das Gefühl, so ein ganz anderer ist. Und dann auch nicht nur so im Sinne von, also jetzt wieder sozusagen aus einer Antidiskriminierungsperspektive, gleichzeitig das Gefühl hatte, dass diese Offenheit nicht zum Beispiel bei migrantisierten Menschen oder sowas aufhört, sondern dass da auch einfach genau, eine gewisse Offenheit auch einfach gibt. Und dadurch würde ich auch sagen, eine gewisse vielleicht Hostilität oder gewisse ähm,
Rassismus, Diskriminierungserfahrungen vielleicht auch irgendwie ein bisschen weniger vielleicht sind. Natürlich gibt es sie, glaube ich, auf jeden Fall auch hier, also keine Frage, aber vielleicht weniger als an anderen Orten, wo ich teilweise schon gelebt habe. Ich glaube, für mich sind es Räume für den Austausch zum Beispiel, die ich sehr relevant finde. Ich glaube, die sozusagen, dass es möglich ist, dass man so wie eine Gemeinschaft irgendwie finden kann in einer Stadt, also Räume, wo man sich begegnen kann, kennenlernen kann auf Augenhöhe. Gleichzeitig aber, dass es vielleicht so wie so eine Art Community oder Gemeinschaft dadurch einfach gebildet werden kann oder so ein gemeinschaftliches Verständnis auch einfach. Aber gleichzeitig auch Räume, wo die Unterschiede anerkannt werden oder auch vielleicht gewertschätzt werden. Im Sinne von, dass wenn man zum Beispiel eine andere Kultur hat oder mit einer anderen Kultur aufgewachsen ist, dass man die genauso teilen kann und die aber auch einfach akzeptiert wird. Utopie für mich hat auch was damit zu tun, dass man sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt und die auch in einem gemeinsamen Verständnis vielleicht nicht nur von einer Stadtgesellschaft hat, sondern auch einfach, natürlich kann man das auch auf andere Sachen übertragen. Wir waren ja gerade vorm Stadtarchiv auch und da hatte ich jetzt die letzten 2, 3 Monate sehr viel Zeit verbracht. Es ging auf jeden Fall dann um den Nordbahnhof, den wir uns als Thema ausgewählt haben, weil wir wussten aus Dortmund zum Beispiel, dass der Hafen da unter anderem auch eröffnet wurde, um eben auch mit kolonialen Waren zum Beispiel zu handeln oder da eben gewisse wirtschaftliche Vorteile dadurch zu bekommen. Und deswegen dachten wir uns, okay, vielleicht nehmen wir den Nordbahnhof in Bochum, weil vielleicht gibt es da auch gewisse Sachen, die wir rausfinden können. Und genau aus dem Grund war es dann natürlich klar, ins Stadtarchiv auch zu gehen und sich dann sozusagen mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Beziehungsweise auf der anderen Seite kann man dann auch sehen, dass beim Nordbahnhof es schon gewisse Geschichte gibt, aber die, sage ich mal, mit dem Nationalsozialismus anfängt, beziehungsweise der Nationalsozialismus da benannt wird und die Zusammenhänge zwischen dem Nordbahnhof, der Shoah oder dem Holocaust und wie da unterschiedliche Opfergruppen deportiert wurden, beziehungsweise unterschiedliche rassifizierte Gruppen deportiert wurden auch. Und da auch ein Schild sozusagen außen dran steht dazu. In dieses Thema einzusteigen, war es erstmal relativ gut, weil man schon sich direkt an was irgendwie festhalten konnte. Und dann ging es natürlich aber ins Stadtarchiv und das ist für mich sozusagen dann natürlich auch ideal gewesen im Sinne von, du kannst dich mit deiner Stadt auseinandersetzen, in der du selber auch lebst. Und gleichzeitig natürlich ist es wieder ein Thema, was mich sozusagen persönlich auch sowieso interessiert, mit dem ich mich auseinandersetze, aber das dann auch nochmal anders miteinander in Verbindung zu setzen, wo da vielleicht auch Kontinuitäten in der eigenen Stadt und vielleicht sogar vor der eigenen Haustür sind. Und das heißt, deswegen war ich da sehr oft und habe mir sehr viele unterschiedliche Materialien angeschaut. Also bei der Recherche merkt man dann auch direkt die Herausforderungen, weil es keine Abteilung oder keinen bestimmten Teil der Bibliothek gibt, wo es halt um koloniale Kontinuitäten oder Kolonialismus oder ähnliche Dinge eben geht, sondern man muss die sich halt alle so ein bisschen, sage ich mal, sensibel raussuchen, beziehungsweise auch wissen, wo man dann die Sachen überhaupt rausfinden kann. Ich habe jetzt natürlich keinen geschichtswissenschaftlichen Hintergrund oder sowas und davor jetzt auch noch nicht so viel in Archiven gearbeitet. Aber der Prozess war auf jeden Fall sehr interessant, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive vielleicht so Archive zu kritisieren oder zu hinterfragen, warum sie zum Beispiel gewisse Sachen sehr gut machen, zum Beispiel zum Nationalsozialismus und aber halt vielleicht andere Sachen, wie zum Beispiel zu Kolonialismus oder sowas, da noch sehr große Lücken auch haben. Und in der Auseinandersetzung sind dann viele Dinge, sage ich mal, herausgekommen, die vielleicht nicht unbedingt was immer mit dem Nordbahnhof zu tun hatten, aber sage ich mal allgemein Dinge, mit denen ich dann mehr Sachen herausfinden konnte. Also zum Beispiel am Anfang konnte ich nie, sage ich mal, Beweise finden, dass zum Beispiel es wirklich gewisse koloniale Güter von gewissen Unternehmen zum Beispiel gehandelt wurden. Aber dann mit der Zeit bin ich zum Beispiel einfach über ein Telefonbuch gestolpert in gewisser Weise und habe dann da halt einfach mir die Anzeigen angeschaut. Das war so ungefähr 1900 um die Zeit herum. Und dann konnte man da zum Beispiel sehen, okay, Kolonialwarenhandel XYZ oder dass zum Beispiel Kaffee und Kakao, also sozusagen auch einfach ganz in Anführungsstrichen normal oder selbstverständlich da zum Beispiel auch verkauft wurden. Beziehungsweise konnte ich dann in einem Statistikbuch aus der Stadt Bochum zum Beispiel auch die durchschnittlichen Kakaopreise
Preise pro Pfund oder nee, das war jetzt nicht Kakao, das war Kaffee zum Beispiel, die durchschnittlichen Preise für Kaffee pro Pfund und dann auch die durchschnittlichen Preise für zum Beispiel Butter finden, wo man dann zum Beispiel auch erstmal wieder versteht, wie akribisch teilweise auch in Deutschland Sachen dokumentiert werden oder es Formulare gibt, etc. pp. Was dann natürlich auch in gewisser Weise Vorteile hat, um die Sachen dann auch herauszufinden, beziehungsweise sich darauf berufen zu können. Wo zum Beispiel herausgekommen ist, dass ein Pfund Kaffee fast oder relativ ähnlich teuer war wie ein Pfund Butter, wo man sich natürlich die Frage dann heute stellen würde, wie überhaupt das möglich sein konnte, wenn der ja schon vor mehr als 100 Jahren natürlich auch irgendwie hierher kommen musste und der irgendwie angebaut werden musste, etc. und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall über die Recherche, auch wenn es dann, sage ich mal, gebraucht hat, um an diese Orte heranzukommen, konnte ich dann auch irgendwann zum Beispiel über ein anderes Archiv, was dann das Archiv von der IHK im Prinzip ist, was dann aber in Dortmund war, auch nochmal auf ganz andere Dinge stoßen, die zum Beispiel dann eine Auflistung von Unternehmen waren, die zum Beispiel mit spezifischen Ländern Handel betrieben haben oder wo sie Dinge exportiert haben oder importiert haben. Oder auch einfach wirklich Bezüge zu expliziten kolonialen Projekten in deutschen Kolonien, wo es zum Beispiel um Eisenbahnbau ging. Und dann natürlich auch da nochmal die IHK, wo ich natürlich wusste, ja, Industrie- und Handelskammer, was sie ungefähr machen und so weiter und so fort, aber die natürlich auch eine gewisse Geschichte hat, beziehungsweise auch ihre Archive natürlich hat. Und ich glaube, ich im ersten Moment, als ich mit der Recherche angefangen habe, wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwie so bei denen zu recherchieren, obwohl das so rein logisch natürlich sehr viel Sinn ergeben würde. Weil ich dachte, ja, natürlich, das wird ja wahrscheinlich im Stadtarchiv sein, solche Sachen. Und da dann auch, genau, es unterschiedliche Sachen gab, auf die ich dann stoßen konnte, wie Handel betrieben wurde, wie teilweise über koloniale Projekte kommuniziert wurde oder auch welche genau wirtschaftlichen Verknüpfungen es auch in gewisser Weise gab. Ja, und ich weiß gerade nicht mehr Stadtgeschichte, wie ich da drauf gekommen bin. Aber es geht auf jeden Fall für mich da auch wieder drum, dass man die Themen, sage ich mal, theoretisch lernt einfach in der Universität oder in der Wissenschaft. Kolonialismus oder koloniale Kontinuitäten. Und dann ist aber so, dann irgendwie geht man raus und dann sind die in gewisser Weise weg. Aber das sind sozusagen die Sachen, die ich dann wieder für mich persönlich mitnehmen will, mit mir selbst teilweise oder halt auch mit, sag ich mal, meinem Ort, an dem ich lebe, in Verbindung zu setzen, um halt zu schauen, okay, was hat Bismarck für eine Verantwortung im Kolonialismus gehabt und warum wird der zum Beispiel geehrt? Oder welche anderen kolonialen Verbrecher hatten sozusagen, nach denen es schon gewisse Namen gab, also benannte Straßen nach ihnen, die dann zum Beispiel geändert wurden und dann an andere Opfergruppen gedacht wurde. Komplexität von Erinnerungskultur, aber auch Komplexität von an was wird in der Stadt nicht nur erinnert, sondern welche Menschen haben die überhaupt gelebt, was haben die vielleicht teilweise gemacht, sich damit auseinanderzusetzen, aber sich dann auch die Frage stellen, ja, was hat es natürlich mit uns heute noch zu tun? Warum werden solche Sachen benannt oder nicht benannt? Wie können wir das vielleicht auch wieder in die Stadtgesellschaft irgendwie, sag ich mal, reintragen? Was, glaube ich, auch eine der Ziele eben von uns war mit diesen Audio-Walks, die zwar jetzt noch nicht veröffentlicht sind, aber die veröffentlicht werden, wo man, wenn man natürlich davon weiß und Interesse davon hat, sich die anhören kann und dann gleichzeitig sich die nicht nur anhören kann, sondern auch dann sich mit der Stadtgeschichte einfach auseinandersetzen kann, aber gleichzeitig die Stadtgeschichte auch wieder in einem größeren Kontext steht, dass natürlich jetzt nicht die einzelnen Menschen in Bochum explizit für den ganzen Kolonialismus verantwortlich waren, aber natürlich auch eine Mitverantwortung tragen oder mit in, sag ich mal, diesem kolonialen Konstrukt einfach, was natürlich von Deutschland auch ausging, aber trotzdem auch eine gewisse Mitverantwortung hatten oder anders gesagt auch mit davon profitieren konnten, weil es sowas gab wie Kolonien etc. Also ganz einfach, Glück ist erstmal gutes Essen. Wenn ich gutes Essen habe, dann bin ich auf jeden Fall glücklich. Also es können ganz unterschiedliche Sachen sein, aber ich glaube, da fängt schon mal an. Also einfach wirklich sehr leckeres Essen, was gut gewürzt ist und aus ganz unterschiedlichen, sage ich mal, Hintergründen kommen kann. Also ob es jetzt eritreisches, äthiopisches, südindisches Essen, südkoreanisch etc. Dafür bin ich, glaube ich, wirklich immer zu haben und schon alleine das, glaube ich, es macht mich sehr, sehr glücklich, beziehungsweise da empfinde ich viel Glück.
Dann glaube ich aber auch Essen im Sinne von mit anderen Menschen zusammen. Also einfach mit anderen Menschen zu sein. Also nicht nur im Sinne von Familie, Freundschaften et cetera, sondern auch einfach die Arbeit, die ich mache, im Sinne von, ich darf in gewisser Weise Menschen an die Hand nehmen und auf einem Prozess begleiten. Und ich glaube, das macht mich auf jeden Fall glücklich, wenn ich in gewisser Weise das Gefühl habe, dass ich vielleicht damit Veränderung schaffen kann, aber gleichzeitig was vielleicht bei Menschen bewegen kann oder denen auch eine andere Perspektive mitgeben kann. Ich glaube, das ist auch ein anderer weiterer Punkt, der sozusagen nicht nur meine Arbeit glücklich machen lässt, im Sinne von, dass ich Spaß daran habe und dass ich glaube, dass ich was damit erreichen kann und das Themen sind, die mir wichtig sind, sondern auch einfach mit Menschen in Kontakt kommen kann darüber, um über gewisse Themen zu reden. Und wenn ich, glaube ich, das nicht machen, also nicht diese Arbeit haben würde, diese explizite Arbeit, dann, glaube ich, würde ich viele Menschen auch einfach nicht treffen.